Hallo und Assalamu alaikum aus dem Pamirgebirge. Wir haben Tag 5 auf dem Pamir Highway und fahren quasi jetzt den Barkan Valley Korridor, den Barkan Korridor. Auf dem Weg nach Ishkashim. Auf dem Weg nach Ishkashim. Und wir Mädels, also Hanna, Steffi und ich, haben heute Morgen eine Mädelsrunde in der heißen Quelle hier in der Nähe gemacht, weil nur Mädels erlaubt waren. Dafür waren gestern nur Männer erlaubt. Und es war sehr schön. Wir wollten hochlaufen. Nach ungefähr 200 Metern hat ein Auto angehalten und hat uns mit hochgenommen. Das war super cool. Dann waren wir schön in der Quelle. Und dann sind wir wieder runtergelaufen zu den Autos. Das war echt cool. Fotos gibt es leider keine, weil, ja, Private Space und so. Aber ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, wie eine heiße Quelle aussieht. So, hier ist jetzt der Platz. Drüben ist Afghanistan. Hier ist Tadschikistan. Und über diese Brücke gibt es quasi in der Mitte eine kleine Insel. Und dort ist samstags immer ein gemischter Markt von Tadschiken und Afghanen. Genau. Da wir jetzt leider nicht samstags hier sind, ist hier kein Markt. Aber es ist sehr cool zu sehen. Ja. Bei bestem Wetter haben wir den Frischwassertank von Jenny noch einmal aufgefüllt mit bestem Pamir Bergquellwasser, das man dort überall am Wegesrand findet. Haben dann noch einen kleinen Mittagssnack zu uns genommen und sind weiter entlang des Barkan-Korridors gefahren. Wir haben dann irgendwann zwischendurch mit unserer kleinen Reisegruppe ein sehr süßes Homestay gefunden, bei dem wir die Nacht verbringen durften. Zufälligerweise war auch gerade das zweitwichtigste muslimische Fest und dort wurde ein kleines Schlachtritual abgehalten, weswegen noch eine Kuh im Garten lag, als wir dort ankamen. Und uns ist auf jeden Fall noch was Spannendes passiert, aber seht selbst. Okay. Was ist das? Wir hängen hinten im Graben. Wir hängen hinten fest. Kannst du rückwärts fahren? Ja, wir hängen halt hinten im Wassergraben fest. Ja. Mit unserem Vorderreifen stehen wir auch nicht sehr geil. Mit unserem Vorderreifen stehen wir auch nicht sehr geil. Und wir sind hier fast am Aufsetzen. Ja. So, guckst dir, Andi, Ja, ich komme. guckst dir. Assalamu alaikum. Also wir haben uns erstmal richtig schön im Garten vom Homestay festgefahren. Gott sei Dank hat Malte uns mit Dino wieder rausgezogen. Und die Frauen meinten auch nur so, let's Pamir. Zu guter Letzt haben die kleinen Ziegen vom Homestay noch unsere Schalen von der Melone, die wir gegessen haben, abgekriegt. Und das sieht man hier. Praktischerweise war neben unserem Homestay auch noch eine alte Festung, die wir uns natürlich noch bei bestem Wetter angeschaut haben. War wieder ein richtiges kleines Abenteuer und so hatten wir wieder einen sehr, sehr schönen Tag im Pamirgebirge.
Ja, ich weiß nicht, was es ist. Also es ist so eine Art Kornbrei mit Fleisch drin und Brot. Super. Es ist super spannend. Ich hatte ja von dem muslimischen Fest erzählt. An diesem Tag hat das Homestay, in dem wir waren, eine Kuh geschlachtet und alle Freunde und Verwandte und die ganzen Nachbarn kamen vorbei zum Essen. Heute ist Tag 6 unserer Pamir-Reise und wir sind immer noch im Wakhan-Korridor. Andi ist am Fahren. An diesem Tag sind wir Richtung Bibi-Fatima-Quelle gefahren und dazu mussten wir wieder ein paar Höhenmeter nach oben. Also sind wir wieder irgendwann links abgebogen und im Berg hochgefahren. Für mich auf jeden Fall wieder viel zu abenteuerlich. Ich hasse ja, wenn neben mir ein Abgrund ist. Und der Weg war so schmal und da waren so viele Bäume auch, dass die über den Weg gehangen sind. Und Steffi und Malte mussten wirklich auf ihr Fahrerhaus klettern und dann mit der Säge ein paar Äste entfernen, weil sie sonst nicht vorbeigekommen waren. Wirklich extrem eng gewesen. Aber das Homestay war wirklich sehr schön und direkt nebenan. Es ist wild rumgelaufen und wir haben da schön in der Einfahrt parken können und haben da eine schöne Zeit verbracht. All. Datteln? It's like extremely found. Datteln. Nuts. Also, weil wir ja mal Preise nennen sollen, wir haben hier für 25 Sumoni ein Essen angeboten bekommen. Ein Abendessen, das sind so ungefähr 2 Euro bis 2,50 Euro. Wechselkurs schwankend. Und ja, und das ist irgendwie das auch hier noch auch. mit dabei. Aber 25 ist schon extrem günstig. Ja, das ist schon ein mega Das Freundschaftspreis. ist, weil wir von über den Malte eine Freundschaftsangebot jetzt bekommen haben, weil ja, er den Mann kennengelernt hat. Das wissen wir noch gar nicht. Jetzt. Okay, here we have to sacrifice somebody. Oh yeah, sure. Wir arbeiten heute an unserer Akklimatisierung auf über 3000 Metern. Und hier diese Festung, die ist einfach so schön. Und wir sind hier auf 3000 Metern und wir sind umringt von so hohen Bergen. Das ist so cool. Heute haben wir Lagman. Hier ist wieder euer Favorite Food Blogger. Süße Wauzis waren bei dem Homestay auch am Start, haben uns die ganze Nacht bewacht. Wir waren sicher und so konnten wir gestärkt und gut bewacht am nächsten Morgen weiterfahren. Heute ist Tag 7 im Pamirgebirge und wir fahren hoch auf 3500, Ungefähr. 2600 Meter zum Akklimatisieren, damit wir nicht die Höhenkrankheit kriegen. Und heute sind hier am Start Andi und Hannah. Und hier mitten im Pamir findet man dann einen kleinen buddhistischen Tempel oder ein kleines buddhistisches Monument. Hinter einem Wasserfall und in der Ferne kaum zu sehen sind sogar Höhlen. Andi?
Oh ja, Willst du was sagen? das ist ein buddhistischer Tempel. Er ist sehr minimalistisch. Aber wir haben einen schönen Aussichtspunkt. Du kannst ja mal die Berge zeigen. Tag 7 in unserer Pamir-Reise und wir haben schon wieder einen neuen Mitfahrer. Heute sind die Aussichten wirklich wunderschön. Die Berge, die wir heute sehen, sind phänomenal. Keine Ahnung, wie hoch die sind. Auf der afghanischen Seite auf jeden Fall sind sie. Und die sind wunderschön. Und wahrscheinlich auch extrem hoch. Malte hat später herausgefunden, dass die Berge über 6300 Meter hoch waren. Wo wir uns jetzt nicht sicher waren, ob diese Berge jetzt in Pakistan stehen oder in Afghanistan, denn Pakistan war auch nicht so weit weg. Wir haben gelernt, dass es sinnvoll sein kann für die Kühlung des Autos, wenn man die Heizung im Auto einschaltet und auf volle Pulle dreht. Und das haben wir jetzt gemacht. Und siehe da, ich überwache hier mit Hilfe dieses Steuergeräts die Motortemperatur und wir haben jetzt hier gerade 100 Grad. Und das ist etwas relativ konstant gerade. Also schon einiger Zeit steigt die Temperatur schon nicht mehr. Das heißt, ja, es funktioniert wahrscheinlich. Wir kommen hier so ganz gut über die Runden und können im ersten Gang ganz entspannt weiter den steilen Berg hochfahren, ohne zu überhitzen. Wie ist die Motorbelastung? Ist es gerade abgesteckt. Die Motorbelastung ist immer so bei 30-40%, das ist der Load-Wert. Also das geht ganz gut, nachdem wir wirklich im ersten Gang sehr viel Power haben, schränkt es den Motor nicht so sehr an. Die Straße hinter Langa ging wirklich sehr steil hoch und mit einigen Haarnadelkurven, in denen so Bodenwellen drin waren, die es schwer gemacht haben, mit Schwung hochzufahren. Und da haben wir dann auch öfter mal durchgedreht mit unserem Heckantrieb. Mit Frontantrieb wäre das wahrscheinlich schon irgendwie auch gegangen, aber es wäre deutlich schwieriger gewesen. Wir sind echt happy gewesen, dass wir uns da irgendwie hochbewegen konnten. Es ist so faszinierend, was man hier für einen Ausblick hat. Diese Berge sind alle auf der afghanischen Seite und genau der da hinten ist 6300 Meter hoch. Und da stehen wir. Immer noch Tag 7 und wir haben die Fahrstrecke für morgen ausgecheckt. Ich bin super begeistert. Da müssen wir morgen irgendwie drüber fahren. Von hier darüber. Also jetzt kommen erstmal Steine in den Fluss, damit wir da irgendwie morgen durchkommen. Währenddessen wir viele Steine in den Fluss geworfen haben, kam dieser Local und hat uns heldenhaft bewiesen, dass man schon irgendwie über diesen Fluss herüberkommt. Im Wakhan-Korridor in dieser Richtung sitzt der Beifahrer immer auf der Seite zum Hang hinab und hier war die Straße etwas kaputt und sehr uneben und es hätte eine starke Neigung zum Hang gegeben. Da habe ich die Straße lieber noch mal ein bisschen nachgebessert, damit Möri nicht den Absturz fühlt. Sind wir zum Essen, Möri? Schalchuka, aber leider mussten wir aus Eiern Nudeln machen, weil die Eier leider alle schlecht waren. Zum Glück habe ich die vorher überprüft. Und jetzt haben wir da richtig viel Käse noch mit drin. Und schon ein Film. Und da hinten sind 6000 Meter hohe Berge. 6300. Ja. Die größten Berge, die ich bis jetzt hier gesehen habe.
Und wir selbst sind auf 3400 Metern, auch ein persönlicher Höhenrekord für Myri. Heute ist Tag 8 unserer Pamir-Reise. Ich hatte heute Morgen schon total schöne Aufnahmen gemacht von unserem Stellplatz. Der war nämlich phänomenal. Man konnte 6000er sehen, ganz viele. Und auch von unserer total gefährlichen Wasserflussüberfahrt und der Fahrt dahin, die war fast noch gefährlicher. Und habe dann danach festgestellt, dass ich es verkackt habe und die Zeitrafferaufnahme noch drin hatte. Ah. Ja, super habe ich das gemacht. Aber naja, Leben geht weiter. Jetzt fahren wir zum nächsten Stellplatz. Heute geht es nochmal ein paar hundert Meter höher. Und wir versuchen uns ganz langsam zu akklimatisieren, damit unser Körper auf die Höhe klarkommt. Andi, wie hoch wird's heute? Wir waren auf 3400 und jetzt geht es auf 3700, bevor wir dann morgen auf fast 4000 Metern Höhe schlafen werden. Wow. Ja, krasse Eier. Oh, der hat vor allen Dingen gerade eine krasse Überhitzung. Da kam eine schwarze Rauchwolke raus. Ja, schwarzer Rauch ist gut, weiß ist schlecht. Hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Flussüberquerung. Wir haben festgestellt, dass das Wasser in den Flüssen morgens viel niedriger ist als am Nachmittag oder am Abend, was natürlich am Schmelzwasser liegt, denn über den Tag erwärmt sich der Schnee auf den Bergen, schmilzt ab und fließt in die Flüsse. Super logisch, oder? Mein Mann hat mich damit beauftragt, dass ich jetzt hier Bilder machen soll. Es ist irgendwie schon sehr schön hier. Wir sind auf 3700, 3800 Meter Höhe und ja, es ist ziemlich speziell hier. Was machst du da? Hier im Pamirgebirge gibt es keine Abfalleimer und wir haben jetzt beschlossen, dass wir in dieses Loch unseren Biomüll und den Inhalt dieser Tüte, die eventuell von unserer Toilette stammt, geben. Es ist alles kompostierbar, es ist alles natürlich und das Klopapier, das zersetzt sich auch. Genau, wir filmen nicht genau da hinein, weil das wäre nicht gut. Und der Biomüll auch hinein. Lecker. Und dann machen wir einfach wieder zu. Das Ganze ist mindestens 30 cm unter der Erde und sollte hier niemanden stören. Wir wissen, dass Müllentsorgung so ein heikles Thema ist, was religiös verfolgt wird, aber ich glaube hier mit dem geringen Touristenaufkommen und wegen der fehlenden Infrastruktur tun wir hier das Beste, was wir tun können. Unseren Plastikmüll und Restmüll fahren wir jedoch auf jeden Fall noch weiterhin mit uns mit und entsorgen ihn in der nächstgrößeren Stadt. Nur gerade dieser Müll wird leider sehr eklig, wenn man ihn länger dabei hat. Ich habe mir hier auch sehr viel Mühe gegeben mit dem Loch. Ging so! So, kurzer Check. Und die Ölflüssigkeit ist in Ordnung, habe ich schon gesehen hier. Öl ist
Kulissen. Ja, perfekt. Und hier aus dem Wasser heraus, aus dem Nichts heraus, kommt Wasser. Diese Bergquelle hatte Steffi auf einen ihrer Streifzüge entdeckt. Der mutige Malte hat später nochmal in das Sandloch seinen Fuß hineingehalten. Es war sehr tief und dann kam auch noch ein kleiner Fisch da rausgeschwommen. Haben wir leider nicht auf Video. Genau genommen hat Yoshi die Quelle entdeckt. Und hier ein kleiner Spaziergang von mir, wie ich 200 Höhenmeter über unser Camp gelaufen bin, um mich zu akklimatisieren. Und das war der Ausblick. Ganz schön. Und hier sieht man noch einmal viele Impressionen des Pamir Highways. Ganz, ganz viele Bilder, die der Andi geschossen hat. Und einmal nochmal zusammengefasst. Wish on every shooting star that you still come back to my heart. Can you see how we've come so far? Hope you still come back to my heart. Didn't mean to hurt you bad, only did those things so that I could make a little room for us. I wish on every shooting star that you still come back to my heart. Heute ist Montag, der 17.06., circa kurz vor 9. Und wir haben Tag 9 unserer Pamir Highway Reise. Ja, wir standen gestern an einem total schönen Spot, direkt am Fluss, gegenüber von Afghanistan. Und haben dann aber nochmal nachts beschlossen, weil wir uns nicht ganz so wohl gefühlt haben, noch ein Stückchen weiter zu fahren. Das erste Mal, seitdem wir unterwegs sind. Und dann sind wir ein paar Kilometer weiter gefahren und haben uns einen neuen Übernachtungsspot gesucht, bei dem wir uns wohler fühlen. Und jetzt geht's heute weiter. Jawohl, heute geht es sehr weit nach oben auf einen Pass, der 4300 Meter hoch ist. Und wir wollten heute Abend an einem Salzsee schlafen. Dann sind wir schon weit weg von der afghanischen Grenze und haben sozusagen den Barkhan-Korridor hinter uns gelassen. Und wir haben heute eben einen neuen Höhenrekord für uns beide und für das Auto. Und wir sind ganz gespannt, wie das funktioniert. So, wir verlassen jetzt den Panj und das Grenzgebiet zu Afghanistan, direkt mit sowas hier. Sehr toll. Kommst du da rüber? Ja, vielleicht setzen wir ein bisschen am Tank auf, mal gucken. Nino wartet auch direkt. Ja, gepasst. Genau, hier ist nochmal ein kleiner Lost Place. Genau, wir verlassen jetzt den Panj und das Grenzgebiet zu Afghanistan und erklimmen jetzt die höchsten Höhen. Ja, eben waren wir noch an einer Militärstation, da wurden wir einfach nochmal durchgecheckt, haben uns nochmal angemeldet, dass wir jetzt hier sind. Kling, klang. Wir haben die 4000 Meter über dem Meeresspiegel durchbrochen und somit habe ich einen neuen Höhenrekord aufgestellt, für mich persönlich. Muri auch, das Auto auch. Und es geht noch 300 Meter weiter, mal schauen. Hoppel, 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 hoppel. Und tschüss. Fandest du das, Muri? Der sitzt da noch. Die haben echt dickes Fell. Ja. Meine Frau fährt heute mal wieder. Und sie macht das super.
Und damit mein Mann seinem liebsten Hobby frönen kann, Drohne fliegen, bin ich ein bisschen gefahren. Und wie man sieht, ich schleiche über die Straßen. Ich fahre auf jeden Fall ein bisschen entspannter, als der Andi. Und hier möchte ich noch betonen, das sieht jetzt zwar vielleicht ein bisschen trist und grau aus, aber wir sind hier über eine Hochebene gefahren, die ich absolut schön fand. Für mich wunderschön. Ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, der Pamir Highway ist, was die Landschaft angeht, absolut abwechslungsreich. Hier sieht man nochmal Malte mit seinem Dino, wie er auf uns gewartet hat. Es war so süß. Wir sind dadurch, dass ich gefahren bin, ein bisschen hinterhergehängt. Und Malte hat sich dann Sorgen gemacht, ist angehalten und hat gewartet, bis wir wieder da waren. Nur um zu gucken, ob das kleine Autochen hinterherkommt. Wow, also hier in den Bergen ist das Wetter total verrückt. Boah. An diesem wunderschönen Salzsee kamen Charlotte und Ken mit ihrem Offroad-Autochen wieder angedüst und wir waren wieder vereint. Da geht gerade die Sonne unter und scheint auf unseren Berg vor unserem Salzsee. Alles unseres natürlich. Und wir haben hier so ein richtig leckeres Essen aus Kartoffeln und Salat mit Kidneybohnen und gucken jetzt eine Serie. So, das war unser Stellplatz für die Nacht. Malte und Steffi, Charlotte und Ken. Und hier ist unser schöner Salzsee. Und da hinten auch schöne Berge. Hat uns gefallen hier. So, heute mal technische Infos. Wir haben eben heute auf 3950 Meter Höhe geschlafen und das ist ja ganz schön anstrengend für uns alle irgendwie. Und wir haben dieses Pulsoximeter und da checken wir immer unsere Sauerstoffsättigung. Kopfweh hat noch keiner gehabt, keine Symptome der Höhenkrankheit, aber wir schauen immer mal wieder und wir haben bei uns allen gemerkt, dass die Sauerstoffsättigung abgenommen hat. Von ursprünglich mal über 90 auf teilweise bis zu 85% nur. So, und jetzt das nächste. Wir versuchen mal den Motor zu starten, wir wollen weiterfahren. Und auf der Höhe springt der Motor nicht mehr so gut an, wir schauen mal. Also, wir machen es erstmal ganz normal. Zünd Glühkerze an und er kämpft. Er kämpft immer noch. Er kämpft. Ich habe jetzt schon die Zündung losgelassen. Er hat es nicht geschafft. Ich mache es nochmal, diesmal mit Doppelvorglühen. Also Zündkerze an. Nochmal aus, nochmal an und jetzt gebe ich gleich noch Gas. Vollgas. Ich gebe gerade Vollgas und damit funktioniert's. Ja, er ist an. Wow. Er läuft nicht rund, glaube ich. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Okay, ich glaube, es geht ihm gut. Der Motor ist an. Also auf der Höhe kämpft unser Auto. Ansonsten passt aber alles. Also die Motorleistung ist in Ordnung
und ich bin eigentlich ganz glücklich mit der Situation. Jetzt lasse ich ihn mal 20 Minuten aufwärmen, bevor wir losfahren. An dieser Stelle machen wir auch schon Schluss, sagen ciao, tschüss und das nächste Mal wird's noch abenteuerlicher.